Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und wir machen hier auf diesem Kanal Deep Dive Reactions. Das heißt, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und möchte mit euch so ein paar Songs mal etwas tiefergehend beleuchten. Und als ersten Künstler für meinen Kanal habe ich mir Ren ausgesucht, den ich einfach sehr liebe für seine Vielschichtigkeit. Nicht nur in den Texten, sondern einfach auch, was sein Können und Talent anbelangt, ne? Von musikalischen Talenten, instrumentalen Talenten, filmerischen Talenten, Gesang und Rap-Talenten, Beatbox, alles, was er so mitbringt halt. Genau. Und heute, also wir haben das letzte Mal schon die Tales von Jenny, Screech und Violet uns angeguckt. Und ich habe auch ein Video für dazwischen gemacht. Das heißt, haben uns die Instagram-Stories zum Thema Richard angeguckt, dem Officer aus Jenny und Screech. Also schaut euch die gerne nochmal vorher an, bevor ihr hier in dieses Video einsteigt. Genau. Und ich werde hier in diesem Video mit euch den Prolog machen, Sunflowers, und Vincents Tale Selfportrait. Portrait. Meine Güte. Genau, also, vielleicht habt ihr es schon ein bisschen mitbekommen. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Meine Nase ist noch ein bisschen dicht, immer noch so zwischendurch Hustenreiz. Ich konnte leider auch mit Licht meine Augenringe nicht so richtig wegkaschieren. Aber ich fühle mich geistig ein bisschen wieder mehr fitter. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt einfach. Und genau. Und für den Prolog würde ich mir gern 2 Seiten angucken, weil ich finde, man kann diesen Text von dem Prolog sowohl einmal betrachten aus Richards Sicht, und das ist das, was ich zuerst machen werde, und eben aber auch schon bezogen auf Vincents Story, Vincents Tale, die wir im Prolog noch nicht kennen, aber wo wir schon quasi so 1, 2 Möglichkeiten oder Hinweise bekommen von Ren, worum es eigentlich gehen wird. Genau, also, lasst uns reinspringen und uns Prolog angucken. Tragic scenes last night in London. A 14-year-old girl was found dead from a fatal stab wound. Her attacker, a 14-year-old boy, is in critical condition after a violent altercation with a police officer. Over to reporters on the ground for more. Oh, such a beautiful shame. The sunflowers will when the skies do not rain. It's a story I'm sure we all know. It's a moment of madness inside of the woes. We all fall down in London town. Shaky ground carries me. Whoa, rains down, blind. Ich würde hier schon mal Pause machen. Es gibt so viel zu entpacken. Es ist unglaublich. Ich muss mich fast bei jeder Zeile zwingen, nicht schon Pause zu machen. Und habe mir hier auch wieder, ne, ihr wisst, meine Notizen und so. Also, wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, ich würde gerne erstmal auf Richard eingehen. Es fängt schon damit an, Sonnenblumenwelken, wenn der Himmel nicht regnet. Und ich habe gedacht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gewollt von meiner Seite, aber wenn es nicht regnet, dann kann nichts erblühen. Wenn wir das auf Richard beziehen, der gerade an einem Punkt ist, wo sehr viel mit der PTBS in ihm sich tot anfühlt, dann kann er da noch so viel umgraben und machen, aber wenn es keinen Regen gibt, so, dann wird da auch nichts mehr wachsen. Das heißt, Richard war jetzt in seinen Geschichten eher in dieser Vermeidung, in der Wut, in dem Betrinken von den Gefühlen, von dem, was er erlebt hat.
Aber da war kein richtiger Prozess, keine richtige Trauer, so, die da stattgefunden hat. Und Trauer für Tränen. Und das ist aber Teil des Heilungsprozesses, damit dort wieder etwas wachsen kann. Genau. Und a moment of madness inside the woe, dieses Verrücktwerden innerhalb dieses Leids, auch dort auf Richard bezogen, ne? Das, was er erlebt hat, die ganzen Flashbacks, die immer wieder kommen, wo er das Gefühl hat, er wird einfach verrückt. So, er ist nicht mehr er selbst. Was hatte ich mir noch aufgeschrieben? We all fall down, shaky ground carries me. Der shaky ground, der ihn trägt, ne? Das ist halt, es gibt keinen festen Halt mehr. Ständig gibt es Unsicherheit, es gibt keine Stabilität mehr. Aber das ist der Grund und Boden, auf dem er sich gerade bewegt. Es gibt nichts anderes mehr. Und der Krieg, der hinabregnet, ist der Krieg in Richard selbst. So. Genau, lasst uns weiter gucken. Schon wieder Pause. Die brennenden Sonnenblumen, die ja eigentlich related, also verbunden sind mit Vincent van Gogh. Und Sonnenblumen stehen ja eigentlich schon für Sonne, Licht, Hoffnung. Und die brennen halt gerade. So. Das gibt's halt gerade nicht. Ist nicht da. Planting seeds where the grass never grows, but the grass, it stays greener in places unknown as we all fall down in London town. Shaky ground carries me. Whoa, rains down blindingly loud. Never surrender. Ja, lass uns da mal ein bisschen genauer wieder reingucken. Also, here lie the corpses of corporate machines, habe ich mir noch notiert oder aufgeschrieben. Das könnte man natürlich auch zukünftig schon mal als das Thema für Vincent nehmen, wo wir dann aber noch hinkommen. Wo es viel um diese, die Unternehmen, wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Unternehmenspolitik funktioniert. So, wie wir funktionieren als Maschinen in diesem ganzen Konstrukt. Aber nochmal auf Richard bezogen, und da schneidet sich das so ein bisschen oder überschneidet sich. Richard funktioniert nicht mehr so wie vorher. All seine ganzen Werte, seine ganzen Umgangsstrategien mit dem Alltag, die sind alle tot. So. Die Maschine, die vorher ihn angetrieben hat, die vorher funktioniert hat im Alltag, die ist hinüber. Genau. Planting seeds where the grass never grows. Auch hier hatten wir vorhin schon die Metapher, ne, mit der toten Erde bei Richard.
Und er versucht, wie er selber gesagt hat, ne, er möchte gerne wieder der Alte werden. Versucht, diesen Samen zu pflanzen. Aber da wächst halt nichts mehr. So, da muss Arbeit gemacht werden. Aber dann eben auch zu sagen, das Gras sieht immer dort grüner aus, wo wir es nicht sehen. Oder wo wir nicht hinkommen. Spiegelt es ganz gut, weil wir gucken natürlich dann entweder in die Vergangenheit, wie Richard, so dieses damals war es alles besser. Oder auch im Sinne von Vincent, ey, mein Leben ist halt kacke, aber die anderen scheinen glücklich zu sein. So, da will ich hin, was machen die anders? Irgendwas muss ich noch falsch machen oder irgendwas muss ich anders machen, damit bei mir das Gras auch wieder grün wird. Und wir kümmern uns gar nicht um das Gras, was wir schon haben, auch wenn es grün ist, weil es sieht woanders immer grüner aus, immer noch mal ein bisschen besser. So, wo wir auch am Ende gar keine Ahnung haben, wie es wirklich dort aussieht, wenn wir denn dort wären. So. Gucken wir uns noch den Rest an. Jetzt passiert ja nicht mehr so viel Text. Und da ist Vincent. Mit diesem starren, leeren Blick. Und wieder von vorn. Ja. Da sieht man schon so ein bisschen die Reihe der kurzen, die er getrunken hat. Und der stabile Gang. Genau. Man hat also schon mal eine Vorschau auf Vincents Leben bekommen. Und dass er dort ein bisschen unglücklich vielleicht aussieht. Aber dafür würde ich mir jetzt mit euch gleich Vincents Tale Selfportrait angucken. Portrait. Ich kann es nicht aussprechen, irgendwie. Wer weiß. Nur mal so zwischendurch. Ren hat ja gesagt, dass ganz klar Ren die Rolle von Vincent spielt. Und dennoch hat er gesagt, in den weiteren Geschichten, die er noch veröffentlichen wird, werden noch mehr Charaktere vorgestellt und es werden sich noch ein paar Sachen klären. Das heißt,
der andere Mann, ne, den wir da auf der Couch gesehen haben und der jetzt gerade bis eben noch Gitarre gespielt hat und so eine Ähnlichkeit mit Vincent van Gogh hat, ist nicht der Vincent, über den wir jetzt die Geschichte hören, und dennoch spielt er irgendeine Rolle, die Ren uns noch nicht entblößen, eröffnen. Ha, da haben wir es, eröffnen wird. Von daher, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wollte ich nochmal erwähnen. Come on, let's have it, you miserable prick. I will do what I want, I will drink till I'm sick to my stomach. I'm sick of the same boring songs. I am sick of these pavements I find myself on. Great Britain, I hate you all. Say that with pride, it's my right to be violent when you fed me lies. Wir kriegen hier schon mal einen Einblick. Das Leben, wie er es führt, macht ihn absolut unglücklich. Er kann es nicht mehr sehen, er kann es nicht mehr hören. Es geht ihm tierisch auf den Keks. Immer dieselben Lieder, immer dieselben Straßen, die er entlang läuft. Immer alles das Gleiche, jedes Mal. Vielleicht ein ganz klein bisschen anders. Aber am Ende ist es immer derselbe Kreislauf. Und er kann das nicht mehr. So, und ich finde es ganz spannend, dass er sagt so, du hast mir Lügen erzählt, Great Britain. Und das gibt mir jetzt das Recht, gewalttätig zu werden. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, was das für eine Logik ist. Und natürlich spielt das immer eine Rolle, wenn wir angelogen werden. Dann macht uns das ohnmächtig, weil wir dann nicht mehr vertrauen können. Es nimmt uns die Kontrolle und es nimmt uns die Sicherheit. Und das macht uns wütend, weil wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben und mitbestimmen zu können. Aber wenn wir auf das, was uns gesagt wird, nicht mehr vertrauen können, dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und ohnmächtig führt mit der Zeit entweder in Depression oder in Wut. Um sich schlagen, nicht mehr akzeptieren. Veränderung. Ne? Also Wut ist ja meistens einfach nur ein Ausdruck dessen, dass wir was verändern wollen. Und wir dafür die Energie bereitstellen. Ne? Also diese Wut schäumt ja hoch, das ist ja eine immense Energie. Und die ist meistens dafür da, dass so wie der Zustand gerade ist oder wie die Situation gerade ist, wir das nicht mehr wollen. Aber keine anderen Mittel und Wege mehr wissen, wie wir das ändern können, also werden wir wütend. In der Hoffnung, dass das wenigstens noch irgendwie hilft oder was verändert. Ne? Und Wut hat ja immer auch so ein bisschen, kann immer auch in so eine zerstörerische Richtung gehen, also das Alte kaputt machen, damit etwas Neues daraus entsteht. Aber da kommen wir noch weiter zu. Weiter geht's. I'm a rotter, a menace when I want to be, and I'll work for that right because nothing comes free. I have slaved all my life in a dull 9 to 5. I just rinse and repeat while I'm barely alive. Great Britain, I loathe you with murderous glee. I will do to this country what you've done to me. Lass uns das nochmal kurz ein bisschen angucken. Und zwar, Nase juckt. Ich habe das gemacht, was ich immer machen sollte, mein Leben lang. 9 to 5 gearbeitet. Habe immer irgendwie so funktioniert, wie die Gesellschaft es vorgibt. Habe mich mit Freunden getroffen. Habe gewissenhaft meine Arbeit gemacht. Regelmäßig aufgestanden,
Geld verdient, einkaufen gegangen. All das, was man halt so macht. Und warum bin ich nicht glücklich? Warum wird mein Zustand nicht besser? So. Und deswegen, ich habe es die ganze Zeit nach eurem Weg versucht, wie er vorgegeben ist. Ihr habt mich angelogen, es hat nichts gebracht. Aber ich habe es versucht und das gibt mir das Recht, wütend zu sein, angepisst zu sein und eine Bedrohung für die Gesellschaft zu werden. Da kann man natürlich nochmal drüber sprechen, aber das ist das erstmal, was er sagt. Und er hat auch gesagt, ne? Und das kommt ja jetzt gleich nochmal. Warte mal, vielleicht spule ich einfach nochmal ein ganz klein bisschen zurück. So. Murderous glee, I will do to this country what you've done to me. Destroy. I want to tear apart these buildings from the cinder blocks they stand. Leave this town in dust and rubble. Make some trouble with my hands. I won't lie, I'm fucking wasted. But I wasted all my youth. And I've stayed so damn complacent. Getting wasted is my truth. So Da war jetzt schon wieder so viel drin. Ich habe mir echt viel aufgeschrieben, aber ich finde es auch einfach so cool, wie Ren es immer wieder schafft, so unglaublich viel in eins zu packen. Und auch hier werde ich wieder ganz viele Sachen nicht checken. So, schon mindestens allein, weil Englisch nicht meine Muttersprache ist. Aber ja, wozu wollte ich was sagen? I will do to this country what you've done to me. Destroy. So. Das heißt, das, was passiert ist, ist natürlich, was er fühlt, ist, dass er zerstört ist. Von dem Land, von der Gesellschaft, von den Lügen, von dem, wie er funktionieren sollte. So, und das hat ihn leer gemacht, das hat ihn halb tot fühlen lassen. So, da ist nichts mehr, das Leere. Fühlt sich zerstört. Und das ist das, was er jetzt dem Land antun will, indem er halt auch zerstört. Und das, was wir als erstes sehen, ist, wie er jemanden seine Zigarette wegnimmt, sie sich selbst in den Mund steckt, um sie dann wieder auszuspucken. Das heißt, ich spiele jetzt nicht mehr nach euren Regeln, ich bin durch damit. Ren hat irgendwann mal in einem seiner Twitch-Geschichten irgendwie gesagt, Vincent snapped. Also bei ihm ist eine Sicherung durchgebrannt. So, war einfach too much und zack und vorbei. So. Genau. Und der nächste Moment. Genau. I'm fucking wasted. Das ist ganz spannend, weil ja, wir sehen, Vincent ist betrunken, hat sich ordentlich einen hinter die Binde gekippt, aber wasted ist ja auch im Sinne von verschwenden oder verbraucht sein. So, verschwendet sein, verbraucht sein. Und er sagt ja dann auch, ich habe auch meine Jugend wasted, being wasted. Das heißt, entweder hat er seine Jugend damit verbracht, betrunken zu sein oder damit sie zu verschwenden oder verbraucht zu werden, verschwendet zu werden von der Gesellschaft, von der Politik. Na, und ich meine natürlich, wenn du die ganze Zeit betrunken bist, dann verschwendest du natürlich irgendwie auch das Leben, was du hast, so bis zu einem gewissen Grad. Aber eben, ne, diese Doppeldeutigkeit. So, ich habe immer gemacht, habe immer getan, so wie es sein sollte. Und zack, es ging nicht auf. Alles verschwendet. Ich bin trotzdem total unglücklich, bin nur trotzdem nirgendwo gelandet, außer in so einem scheiß Job, der mich unglücklich macht. In einem Leben, das mich unglücklich macht. Und er sagt dir dann, getting wasted is my truth. Ist meine Wahrheit. Und auch hier können wir sagen, vielleicht ist seine Wahrheit, betrunken zu werden. So, um sie überhaupt alles aushalten zu können. Aber auch,
im Sinne von verschwendet zu werden, verbraucht zu werden, ist meine Wahrheit. Das ist die Wahrheit meines Lebens. So ist es halt gelaufen. Und es kann aber auch meinen, es wird jetzt meine Wahrheit, indem ich verschwende, indem ich andere verbrauche oder verschwende, was auch immer. Ja? Also das ist quasi alles um mich herum, dass ich das umdrehe. Genau. Weiter gucken. My style of self-expression is a fist into the gut. It's throwing up upon these pages. Shut your fucking mouth, you slut. Banished angel, I am Lucifer. Might reign like Genghis Khan. Soon you will all know my name. I am the storm after the calm. I'm the victim of the victim list. The pill that makes you sick. I am chaos incarnate. Let's fucking have it then, you prick! Genau, lasst uns nochmal gucken. My style of self-expression is a fist into the gut. Das heißt, ich fand das sehr, sehr spannend, dass das genau in dem Moment passiert, wo er die Frau anrempelt und sie anmotzt. Weil er jetzt mit dem Kerl von ihr gleich eine Schlägerei anfängt. So. Und sein Style of Self-Expression ist die Faust in den Magen. Und gleichzeitig könnte man auch wieder sagen, er hat die Faust selber in den Magen bekommen. Vorher wieder vom Staat oder von der Gesellschaft, von der Politik, von Freunden, von wem auch immer. So. Und er will halt austeilen, ne? So, er möchte jetzt raus aus dem Ganzen, weil das hat nicht funktioniert, da hat ihm eh keiner mehr zugehört und er will ja was verändern. Und vielleicht, wenn er nicht mehr nach den Regeln spielt und mal um sich schlägt, vielleicht hört ihm dann mal jemand zu, vielleicht sieht ihn dann mal jemand in seinem Leid, in seinem Schmerz. So. Er hat von dem verbannten Engel Luzifer gesprochen. Das heißt, wenn er das so sagt mit dem verbannten Engel, dann spricht er an, dass Luzifer vorher gut war quasi. Er war vorher ein Engel. Ist er auch immer noch. Er ist nur der verbannte Engel. Der nicht mehr im System mitgespielt hat, der aufbegehrt hat gegen das System. Und er vergleicht sich auch mit Genghis Khan, der bekannt ist für seine absolute Brutalität, wie er sein Reich aufgebaut hat. Ohne Gnade, die nicht mitmachen wollten, die gegen ihn waren, brutalst abgeschlachtet. Und gleichzeitig steht er aber auch dafür, dass er ein riesiges Reich erbaut hat, wo der Handel, die Kommunikation unglaublich gut funktioniert hat. Soweit alles stabil gewesen ist. Er hat sehr auf Stabilität gelegt, auf Gerechtigkeit innerhalb seines Staates sozusagen. Ne? So. Von daher auch da jemand, der mit Gewalt und absoluter Brutalität gegen das alte System aufbegehrt hat, um etwas Neues, Gutes zu schaffen. Das heißt, Vincent verherrlicht hier so ein bisschen die Gewalt zum Zwecke von, es ist ja nur, um etwas Gutes zu erschaffen, um endlich Veränderung zu bringen. Vielleicht ist das jetzt mein Weg. So. I'm the victim of the victimless. Fand ich sehr spannend. Das Opfer der Gesellschaft vielleicht. Weil die Gesellschaft, die wollen ja nur das Beste für dich. Die wollen, dass es dir gut geht, deine Freunde, deine Kollegen. Die wollen, dass du dazugehörst. Die wollen einfach nur, dass du funktionierst. Und dann ist doch alles gut. So, da gibt's keine Opfer. Das ist ja alles gut gemeint. Genau. Aber da kommen wir zu. Lasst uns in die Schlägerei gehen. Now the rules of the street fight are simple. It's pretty much anything goes. Keeping the street pretty firm on your feet. It pays to be sweet on your toes. And fools they have fallen for clumsy mistakes. Late to react, cop the fist to the face. Now the rules of the street fight are simple.
break that little prick's nose. Throw a punch, you swallow it, follow it, grab the collar, quick hollow tip like karate kick, martial art master, spark a bitch, park a fist on the landing strip, carnage, it finds the cartilage, karma serve like a carbonated cola on the crucifix, kill. Vincent wanna kill, who blood gets spilled, move double that rude boy, kill or be killed. Do it for the fun, blood, do it for the thrill. Blue lights, boy, run, blue lights, boy, chill. Ja, lasst uns hier mal Pause machen. Genau, Vincent ist in Rage. Es wird alles ausgeblendet. Es ist alles erlaubt im Kampf, wie er so schön sagt. Du musst nur gucken, ne, es gibt keine Regeln mehr. Du musst schnell handeln, schnell die Nase brechen. Das ist das Ziel. Und das ist das, was Vincent jetzt als Ziel hat. Nicht nur in diesem einen Kampf, sondern generell. Er ist jetzt halt in seinem Kampfmodus. So, das Adrenalin schießt hoch und dann ist noch Tunnelblick. So, da ist nichts mehr mit gute Entscheidungen treffen, die durchdacht sind und die sinnvoll sind. So, sondern das Überleben angesagt. Er ist in so einem Tunnelblick und das, was er vorhin gesagt hat, ne, my way of self-expression is a fist in the gut. Und dann sehen wir, wie er hier in dem Straßenkampf die zerbrochene Flasche in den Magen seines Opfers sticht, der daraufhin zusammenbricht. Weil die blauen Sirenen, die Polizei, die anscheinend die Freundin gerufen hat von dem Typen, mit dem er sich geprügelt hat, Vincent aus der Ruhe gebracht haben und aus seinem, ne, die haben eine Unterbrechung von diesem Kampfreflex verursacht und dann war dieses, oh Gott, scheiße, ich muss hier weg, Flucht, wie komme ich hier raus, zack, Übergriffshandlung, fertig, weg. Genau, und jetzt rennt er weg und wir gucken weiter. Friends Meeting House. Ja. So it goes in the absence of the light. The devil's soul, a seed in either mind. Vincent was shaken, run from the law, hide from the beacon, crouch on the floor. The court to omit him, hate the wolf spits on him, rapes him, hits him, kicks him when he's down, and that shapes him. Machen wir hier nochmal Pause. Es ist immer so viel da drin enthalten. Es ist ganz schön, wie er das startet, ne? So it goes in the absence of the light. Der Teufel sät seinen Samen in den Kopf der Leeren oder in den leeren Kopf, in den müßigen Kopf. Im Prinzip ist das genau das, ne? Da, wo Leere ist, da kommt Unzufriedenheit auf. Da kommt Ohnmacht auf, da kommt Wut auf. Das ist das, was er wahrscheinlich dann als Saat oder als Samen des Teufels beschreibt. Wenn diese Leere überhand nimmt und dann, genau, entweder geht es dann in eine Handlungsunfähigkeit oder es geht eben in diese Wut und auch dort gibt es so viel mehr Perspektiven und so viele Möglichkeiten, aber das sind so, wenn man jetzt mehr so schwarz-weiß denken würde, wäre das die Richtung
oder wären das die Richtungen? Und dann beschreibt er, ne, so Vincent Shakes, so dieses, das System fährt jetzt runter vom Adrenalin und tatsächlich ist dieses Shaken, dieses Zittern, was er hat, ein normaler Reflex vom Körper, um den Stress abzubauen, um das Adrenalin abzubauen, was noch übrig geblieben ist, damit der Körper dann wieder aus diesem Modus rauskommen kann. Das nennt man neurogenes Zittern tatsächlich. Da gibt es auch inzwischen Methoden zu, die dieses neurogene Zittern wieder im Nachhinein auslösen können, um nachträglich Adrenalin abzubauen, was im Prinzip unter anderem sehr unterstützend bei Traumatherapie sein kann. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Aber mal davon abgesehen, ne, also er fährt jetzt langsam wieder runter, beginnt zu verstehen, was passiert ist, so, und fängt an zu zittern, versteht, was er getan hat. Und dann heißt es, the call to war made him hate the world. Und ich habe mich gefragt, und wahrscheinlich ist es nicht der Fall, aber es könnte ja sein, vielleicht war er tatsächlich mal im Krieg als Soldat. So. Und das, was er dort erlebt hat, hat dafür gesorgt, dass er die Welt nie wieder sehen konnte wie vorher. Ähnlich vielleicht wie bei Richard, der auch was Krasses erlebt hat. So, und viele Soldaten, die aus dem Krieg wiederkommen, sind traumatisiert. Nicht alle, aber es gibt genügend, die dann nicht wieder zurück ins Leben finden können. Vielleicht meint er den Krieg innerhalb des Systems, der Gesellschaft, der Politik, was auch immer. Und vielleicht meint er den Krieg in sich, gegen sich selbst gerichtet, gegen seine Bedürfnisse, gegen seine Vision, indem er einfach nur weiter funktioniert und vieles davon immer mehr abstirbt und dann eben leer wird. So. Die Welt spuckt auf ihn, vergewaltigt ihn, schlägt ihn, tritt ihn, wenn er am Boden ist. Das ist die Frage, was hat er für Erfahrungen gemacht, wenn wir da beim Krieg bleiben? Ne? Das macht viel mit einem. Vielleicht, wenn er keine Kriegserfahrungen gemacht hat, was hat er als Kind erlebt? Vielleicht wurde er gemobbt. Vielleicht hatte er Eltern, die ihn einfach nur gelehrt haben, die Welt zu hinterfragen, so, und sich nicht dem System zu beugen. Und dann hat er sich selbst darin wiedergefunden und gedacht, scheiße, was ist hier passiert? Ich muss dagegen aufbegehren. Aber vielleicht hat er auch Eltern, die selbst gegen das System gekämpft haben und ihm Vorbild waren oder sind. Vielleicht hat er aber auch Eltern, die selber brutal zu ihm waren, wo er vergewaltigt wurde, wo er geschlagen wurde, was auch immer, getreten. So. Und was hat er daraus für Überzeugungen über das Leben mitgenommen und über sich selbst, die ihn jetzt zu dem machen, der er jetzt nun mal ist und mit den Reaktionen, die er hat auf das Ganze. Ja. Was hat er auch als Erwachsener erlebt, genau, mit Freunden, mit Kollegen, mit Arbeitgebern. So. Na, jetzt, wo er vielleicht sich wirklich so leer fühlt und unzufrieden ist, kann er mit seinen Freunden drüber sprechen, kann er mit seinem Arbeitgeber darüber sprechen, dass ihn die Arbeit unglücklich macht. Vielleicht darf er sich irgendwelche Sprüche dafür anhören oder wird dafür belächelt. So. Das weiß man nicht. Das macht viel mit einem. Genau. Weiter geht's. He hears the sound of a copper, hot upon his tail proper, Vincent off his rocker. Bothered by the lie that Britain sold him, what a shocker. Where greedy eat the poor, a holy war, the chosen prosper. But some are never chosen, they stay frozen in the locker. Destined to survive in 9 to 5 and watch the clock, but
Don't think about reality, my little happy shopper. A brand new show on Netflix to distract you from the horror. And swallow all your morals for a retweet or a follow. And shadow ban the problem man, a soul for $1. And keep the fight amongst yourself, don't think about the squalor. The systems don't impose it, or the rules that we all honor. And fuck it, Vincent cooked to boiling point, he's cannon fodder. So what's the use in running, he's already in the locker. He's careless with his actions now, a clumsy motherfucker. He turned to face his fate, cause fate's a bitch. And none will stop her. Kommen wir gleich zu, bevor wir jetzt zu Richard kommen. Für mich fand ich sehr spannend, where the greedy eats the poor. Na, also die Gierigen essen die Armen. Und das ist ja das, wie viele unserer EU-Staaten und auch darüber hinaus funktionieren. Da, wo Macht ist, entsteht oft Gier. Und Gier wird auf denen ausgetragen, die sich entweder nicht wehren können oder die im Weg stehen, um noch mehr Macht zu kriegen. So. Die Armen werden immer mehr ausgebeutet, damit das, was wir halt sehen können, ne, die Schere wird halt immer größer zwischen Arm und Reich. Eigentlich müsste es genau umgekehrt werden, dass es immer mehr angeglichen wird. Aber Gier, Macht, das ist unglaublich, ne? Dieses Gefühl von Kontrolle und von Sicherheit, was das mit dem kleinen Narzissten und uns so treibt. Der dann nicht mehr aufhören will, der immer weitermachen will und dem das so einen Push und so einen Kick gibt. Ja. My Happy Little Shopper. Netflix Show to distract you. Das ist halt das, wie es funktioniert, ne? Wir haben einen unglaublichen Materialismus. Wir verkaufen unsere Visionen, unsere Werte für so ein gemachtes Fake-Ding. Wir kaufen uns mal wieder irgendwas, eine Playstation, geile Kleidung von irgendeinem Designer, der besonders toll ist, noch größere Wohnung, ein geiles Auto, was auch immer. Oder auch nur Kleinigkeiten, ne? Geile Schokolade oder was auch immer. So, wir gucken uns eine Netflix-Serie an, die lässt uns wenigstens irgendwas fühlen. So, da können wir auswählen, was wir heute fühlen wollen. Glücklich sein, lustig, traurig, wütend, ängstlich. Da ist uns alles geboten. Ja, da wird uns alles geboten an Emotionen, die wir sonst in unserem Leben dann vielleicht nicht mehr haben, weil wir uns so leer fühlen. Und so können wir das übertünchen. Materialismus, der uns für, wenn wir gut sind, ein paar Tage glücklich macht. Meistens aber nur in dem Moment, wo es ankommt, wir es auspacken und dann, weiß ich nicht, stellen wir die Yogamatte beiseite für die nächsten 3 Jahre. Aber wir haben sie. So. Und es macht uns auch nicht glücklicher. Genauso wie die Likes in den Social Media oder das retweetet werden, die Follower. Hier auch auf dem YouTube-Kanal. So. Ren hat auch darüber gesprochen, ne, wie die Algorithmen so funktionieren. Der Algorithmus wird danach ausgesucht, worauf wir am meisten emotional reagieren. Was am meisten Reaktivität hervorruft. Und damit wird auch eben sowas gemeint wie das, was uns am meisten aufregt. Und wenn es dann Fake News sind oder wenn es einfach nur irgendwas Polarisierendes ist, dann wird es trotzdem bevorzugt vom Algorithmus gezeigt. Weil das macht am meisten Klicks. Und so ist so ist das alles aufgebaut. Und viele gehen darauf ein. Ne? Die schlucken dann ihre Moralvorstellungen runter,
Und dann bringen die halt Fake News raus oder irgendwas Polarisierendes, um die Klicks zu kriegen, um die Follower zu kriegen, um sich besser und sich größer zu fühlen, um sich ein bisschen mehr aufzuwerten innerlich. So. Ja. Was hatte ich noch? Immer den Kampf unter euch halten. Ne, das kann zum einen meinen, in mir selbst der Kampf gegen mich selbst und gegen meine Moralvorstellungen, gegen meine Bedürfnisse und gegen meine eigenen Werte. Aber auch so das ganz Offensichtliche, was passiert, ne? Gegen Minderheiten, gegen Religionen, ne? Also Religionen gegeneinander auch. Oder gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, gegen queere Personen, gegen die andere Fußballmannschaft. So. Alles Ablenkung von dem, worum es eigentlich geht. Ja? Nämlich, dass wir unzufrieden sind. Und die Unzufriedenheit wird dann halt auf irgendetwas gelenkt, wo wir es ausleben können und das Gefühl haben, ja, richtig so. Und trotzdem verändert sich nichts an dem, worum es eigentlich geht. Ja, und deswegen sagt Vincent, habe eh nichts mehr zu verlieren. Bin eh schon die ganze Zeit in meinem Käfig gefangen. Kann ich doch jetzt machen, was ich will. Ob ich dann eingesperrt werde, bin ich halt im nächsten Gefängnis. War ich vorher auch schon. Ja, so, lasst uns zu Ende gucken. Itch, a normal stopper. Richard was an officer who stood at 6'3". Was his first day back at work after a time of absent leave. Working London on the night shift, what he didn't think he'd see was a boy with a guitar, bruised and battered on his knees. But Richard lived in caution now, tormented by his past. Not so quick to find a trigger, not so fast. But Richard was a righteous man who lived inside the law. So he leapt upon poor Vincent and he cuffed him to the floor. Shout out to Sam. Richard's Tale coming soon. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden wir natürlich auch bereitstehen. Ja, Richard ist back. Wir haben uns ja vorher die Instagram-Stories angeguckt, seine Geschichte ein bisschen verfolgt. So, und sein erster Tag wieder auf der Straße. Und er begegnet Vincent, der kniend auf dem Boden liegt, mit blauen Flecken von der Schlägerei. Wahrscheinlich immer noch zitternd. Und ich finde es ganz spannend, dass Ren sagt, ne, ist nicht mehr so schnell mit dem Finger am Abzug und dann der Shoutout mit der Gitarre, mit diesem Ding für die Kanonenkugeln oder für die Pistolenkugeln. Aber im Gegensatz zu der Geschichte von Screech, der ja schreiend mit dem Messer auf Richard zurennt, wo Richard aktiv bedroht ist und deswegen sich dazu gezwungen sieht zu schießen, haben wir hier jemanden, der einfach nur am Boden kniet. Und ja, Richard weiß wahrscheinlich, dass er jemanden zumindest mit der Flasche in den Bauch gestochen hat. Vielleicht ist er noch am Leben, vielleicht ist er aber auch tot, man weiß es nicht. Das heißt, er weiß, dass Vincent wahrscheinlich gefährlich ist. Aber deswegen wird er wahrscheinlich nicht gleich ihn erschießen, weil er wird ja aktiv gerade nicht bedroht. So. Das hat mich ein bisschen verwirrt, aber wahrscheinlich war das einfach nur der Shoutout. Oder es gibt doch etwas, was ich verpasst habe. Sagt es mir gerne in den Comments. Genau, aber Richard ist ein gerechter Mann und ihm ist Gerechtigkeit wichtig.
Und deswegen legt er ihm erstmal nur Handschellen an und sorgt dafür, dass er erstmal handlungsunfähig ist. Und damit endet die Geschichte. So. Und jetzt habe ich während der Videos schon eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, sodass es jetzt gar nicht mehr so lang wird. Das sind erstmal alles so meine Sachen, die ich da drin gesehen habe. Und mir sind wahrscheinlich ganz viele Dinge wieder untergegangen. Von daher, wenn ihr noch was seht, wenn ihr noch Sichtweisen habt, schreibt es mir gern. Wenn ihr Wünsche habt für weitere Videos, gerne in die Kommentare. Ich gucke mir die an, ich lese mir die durch. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und supportet den Channel, indem ihr subscribt, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleibt. Ich würde mich freuen. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dann.